Wir sind unter dem Motor. Hier haben wir die Ölwanne. Hier oben den Starter, der hier. Dann müssen wir Folgendes machen. Und zwar, ihr seht hier von unten die Ansaugbrücke, die wir ausbauen wollen. Die hier. Und die hat hier einen Unterdruckschlauch. Und diesen müssen wir abziehen. So, der ist jetzt draußen. Einfach dran ziehen. Jetzt müssen wir diesen Halter hier, den ihr hier seht, den schwarzen, mit der Schraube hier, eine 30er Torx. Das ist nichts anderes als ein Halter, eine Stütze für die Ansaugbrücke. Und lösen die Verschraubung. So, die eine Schraube ist draußen. Und jetzt noch die andere. Das ist lose. Wir müssen jetzt den Kabelsatzstecker, diesen hier, vom Tankentlüftungsventil trennen. Und dazu gehen wir mit der Hand einfach rein, drücken auf die beiden äußeren Klammern, Metallbügel. Ihr könnt es jetzt schlecht sehen, hier ist wenig Platz. Drücken die zusammen und ziehen den Stecker ab. So, das war's. Als nächstes gehen wir jetzt nach oben und machen von oben weiter. So, dieser Tankentlüftungsventil. Wir haben den Stecker hier gelöst. Ich hebe ihn mal hervor. Hier zusammendrücken, wo er geriffelt ist, hier am Kunststoff. Zusammendrücken und dann rausziehen. Wenn ihr zusammendrückt, spreizen sich diese beiden Stifte nach außen und dann rausziehen. Ist ein bisschen sehr unbequem. Ich habe mir mit einer Gaswasserpumpenzange beholfen und einem großen Schraubenzieher. Hier ist noch die Dichtung der Drosselklappe. Vorsichtig entnehmen. Achtet darauf, dass euch hier rein nichts reinfällt in die Ansaugbrücke. Ich mache hier mal sauber. Diese Hülsen, die hier rausschauen, das ist dazu da, damit die Dichtung hier fixiert werden kann und sie nicht mehr verrutscht. Später beim Zusammenbau, also nicht wundern, das ist normal, dass hier zwei Hülsen hervorschauen. Als nächstes lösen wir den Stecker des Sensors. Dazu gehen wir mit dem Schraubenzieher hier drunter, heben die Nase nach oben, den Stecker über diese Nase und trennen das Ganze. Um den Unterdruckschlauch zu lösen, müssen wir hier hinten drücken, gedrückt halten. Und hier ist eine Nase, die eindrücken mit einem kleinen Schraubenzieher und das Ganze nach oben rausheben. Hier haben wir die Kraftstoffleitung aufgemacht, legt den Lappen drunter, weil hier wird gleich ein bisschen Kraftstoff austreten. Es ist hier ein bisschen unbequem zu arbeiten gewesen, diese Leitung zu lösen. Ihr müsst euch das so vorstellen, hier ist eine Nase und genau darunter ebenfalls. Und hier ist eine Aussparung und die Nase hakt hier in der Aussparung ein. Das heißt, man muss es mit dem Schraubenzieher hier runterdrücken und rausziehen und das gleiche auch unten, gleichzeitig unten und oben die Nase runterdrücken und dann rausziehen. Dafür gibt es eine Spezialzange, wir haben leider keine. Deswegen haben wir uns so beholfen, dass wir hier einen normalen Nagel genommen haben und den zusammengeklopft haben auf einem Amboss und haben uns so ein Spezialwerkzeug gebaut sozusagen. Wir sind dann hier drunter gegangen auf die Unterseite und hier mit dem Schraubenzieher haben diese Nase zusammengedrückt und gleichzeitig den Schlauch rausgezogen. Also da könnt ihr euch quasi so behelfen. Weil man hat hier wenig Platz, man kommt hier mit dem zweiten Schraubenzieher schlecht dran. Jetzt lösen wir den Schlauch. Haps. So, der Druck ist jetzt draußen. So. So, als nächstes machen wir uns hier ein bisschen mehr Platz. Die Ansaugbrücke würden wir theoretisch auch so schon rausbekommen, wobei uns hier diese Rohrentlüftung vom Zylinderkopf stören wird, denn die ist nicht so flexibel und wir werden hier ein Platzproblem haben beim Rausziehen der Ansaugbrücke nach oben. Deswegen machen wir jetzt diesen Kanal hier auf und lösen dann die Entriegelung hier. Der Deckel ist ab, jetzt könnt ihr ihn hier lösen, die Schiene, wo der Kabelstrang sitzt.
Dazu müsst ihr mit dem Schraubenzieher herein und die Klammer aufdrücken und dann nach oben rausziehen. Jetzt kommen wir auch an dieses Rohr hier ran, von dem Ventildeckelentlüftung. Die Klammer einfach mit dem Schraubenzieher rausdrücken. Diese Klammer hier rausziehen, von diesem Rohr zur Seite legen und dann das Rohr abziehen. Jetzt haben wir viel Platz, damit wir die Ansaugbrücke hier hinten rausziehen können. Hier ist eine Klammer, die müssen wir lösen, indem wir mit einem feinen Schraubenzieher die Klammer hier raushaken. Diese Klammer dann aufmachen und die elektrischen Leitungen hier rausziehen. Jetzt lösen wir die Schrauben der Ansaugbrücke. Das sind 5 Stück mit Torx 30. Die eine, die zweite, die dritte, und hier ist nebenan noch eine. Jetzt lösen wir die Ansaugbrücke. Eins, zwei und holen die raus. So, okay, das ist jetzt die Ansaugbrücke. Hier war die Drosselklappe hier oben. Hier geht es zu den Ventilen, Anlassventilen, und hier innen spielt das Ganze ab. Wir müssen jetzt die Ansaugbrücke auseinanderbauen, die ist hier verschraubt. Hier sehen wir Schrauben. Diese Schrauben müssen wir lösen, um anschließend die Ansaugbrücke dann hier, wie ihr seht, an dem Spalt zu trennen. Hier brauchen wir viel Fingerspitzengefühl, damit wir sie nicht beschädigen. Aber gehen wir Step by Step vor. Dazu nehmen wir uns jetzt einen Torx 25. Wir lösen jetzt alle Schrauben hier. Okay, nun sind alle Schrauben draußen. Jetzt müssen wir vorsichtig mit Gefühl das aufhebeln. Und wie wir sehen, der Kleber hält gar nicht mehr. Das geht schon recht leicht. Ohne hohen Druckaufwand geht es schon von alleine auf. Ein bisschen ist noch Kleber dran, aber nicht mehr viel. Hier ist kein großer Aufwand. Und jetzt ist es ab. Und wie wir sehen, das ist das Blech, was ich vorhin angesprochen habe, welches gegen den Krümmer scheuert und schert. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Die Dichtung hier ist fertig. Und in der Regel ist es meistens hier gut zu erkennen an dieser Stelle, an der hier, dass er hier schabt, dass dieses Blech gegen diese Stelle schabt. Man kann das, denke ich, auch hier einigermaßen erkennen. Hier ist es etwas blank. Hier hat er geschlagen, an dieser Position. Hier. Also wie gesagt, das war kein starkes Schlagen bei dem Fahrzeug, aber es hat sich schon angebahnt, dass es kommt. Und das bestätigt es auch hier. Hier auf jeden Fall eine Stelle, wo das Blech gearbeitet hat gegen den Krümmer, gegen die Ansaugbrücke. Jetzt reinigen wir das mit dem Bremsenreiniger. Okay, wir haben das jetzt ein wenig gereinigt. Wir haben das Glück gehabt, dass unsere Ansaugbrücke noch nicht ganz so ausgeschlagen war. Dieses Aluminiumteil. Ich habe vorhin gesagt Blech, das ist aber ein Aluteil. Dieses ist hier befestigt mit 2 Schrauben und auch geklebt. Wenn man genau hinschaut, dann kann man erkennen, dass er hier geschert hat an dieser Stelle. Sieht man es?
Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, dass er an dieser Stelle hier geschert hat. Hier. Und auch an dieser Stelle. Aber auch hier oben. Und das hätte nicht mehr lange gedauert, dann hätte er auch an weiteren Steinen weiter geschert. Das Material hätte sich mehr und mehr aufgebraucht. Und dann hätte mehr und mehr geschert und dann wird das Schlagen immer lauter geworden. Wie gesagt, in unserem Fall ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber es wäre mit der Zeit schlimmer geworden. Ihr müsst darauf achten, es kann sein, dass bei euch, wenn es bei euch extremer ist und dieses Element sich hier bewegt, Spiel hat, dann kann es sein, dass diese beiden Schrauben gelenkt sind oder krumm sind. Übrigens, sollten bei euch die beiden Schrauben krumm oder verbogen sein, so würdet ihr in diesem Fall 2 neue Schrauben benötigen. Meines Wissens gibt es diese nicht beim Opel-Händler einzeln, sondern nur die gesamte Ansaugbrücke. Daher wäre es von Vorteil, wenn ihr sicherheitshalber 2 neue Schrauben parat habt, am besten aus Edelstahl in der Größe 5×16 und mit einem Senkkopf. Wir in unserem Fall haben die schon gerade gelöst, die waren noch völlig in Ordnung. Ich habe sie jetzt nochmal fest angezogen oder werde sie gleich fest anziehen. Und dann werde ich sie mit einem Spezialkleber bekleben. Dieser Spezialkleber hat den Vorteil, dass er temperaturbeständig ist von -50 bis +250 Grad, kurzzeitig auch bis 300 Grad. Den zeige ich euch gleich. So, die Bolzen habe ich jetzt angezogen und dieses Element hat hier kein Spiel mehr, wackelt nicht mehr. Leider fehlt eine Videodatei, daher ein kleiner Nachtrag per Bild. Wie ihr hier erkennen könnt, handelt es sich um das angesprochene Aluminiumteil. Schraubt es aus, säubert das Innenleben mit Bremsenreiniger und klebt am besten dieses Aluminiumteil rein. Anschließend verschraubt es wieder. Die Klebestellen, also die Auflagefläche des Aluteils, habe ich hier rot markiert. Dies ist eine so ungefähr Angabe, aber die genaue Auflagefläche seht ihr ja, wenn ihr das Aluteil abgeschraubt habt. So, das ist die andere Seite. Hier fängt er meistens an zu scheren in diesem Element, in dieser Fläche hier. Und auch hier oben. Wir haben hier die Dichtung rausgezogen, die war nicht mehr so fest. Wir werden auch hier komplett mit dem Kleber arbeiten und die beiden Teile zusammenkleben. Wir haben jetzt die Teile gereinigt und werden jetzt mit diesem Spezialkleber die Sachen alle bekleben. Wir fangen an und tragen jetzt den Kleber hier auf. So. Das Überschüssige wird ausgedrückt. Und jetzt hatten wir hier eine Dichtung, die nicht mehr dicht war. Das heißt, wir füllen jetzt auch den Kleber hier in diesen Dichtungsspalt. Sehr gut, sehr schön. Du putzt mal ein bisschen. So. Den Kleber haben wir jetzt aufgetragen. Jetzt setzen wir das Element wieder zusammen. Die beiden Teile. So. Und verschrauben das Ganze. Okay, wir haben das jetzt zusammengeklebt und verschraubt. Jetzt machen wir noch die Auflagefläche hier sauber. Dazu nehmen wir ein sehr feines Schleifpapier. Ich nehme jetzt hier ein 600er oder 800er, mache es nass. Also nehme ganz normales Wasser, mache es nass, die Auflagefläche, mache auch das Schleifpapier nass.
und säubere hier mit sehr, sehr leichtem Druck die Auflagefläche. Wir haben das jetzt fein abgeschliffen. Die groben Verunreinigungen, zu tief möchten wir hier nicht das abtragen, aber grob sollte man den Dreck entfernen. Da wir mit Wasser gearbeitet haben, blasen wir das Ganze jetzt mit Druckluft noch aus. So, das sollte passen. Jetzt wäre die Ansaugbrücke bereit zum Wiedereinbau. Beachtet auch die Auflagefläche des Ansaugflansches vor dem Wiedereinbau zu reinigen und natürlich beim Wiedereinbau eine neue Dichtung verwenden. Unten in der Videobeschreibung werde ich die entsprechende Dichtung sowie den vorher verwendeten Kleber verlinken. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr euch bereits die Mühe gemacht habt und die Ansaugbrücke ausgebaut habt, so schaut euch bitte den dritten Teil an. Darin wird der Ansaugflansch ausgebaut und gereinigt. Ich kann euch an dieser Stelle nur raten, dies ebenfalls zu machen, um die darin enthaltenen AGR-Kanäle zu säubern.